Heute werde ich ein Problem angehen in den Webbrowser Opera. Und wenn ihr nicht das gleiche Betriebssystem habt wie ich, das macht nichts. Weil, wenn ihr seht, wo das Problem liegt bei Opera, dann könnt ihr es in jeder Betriebssystem das Problem lösen. Mein Betriebssystem ist OpenSUSE Leap 15.2, also OpenSUSE, schon seit 20 Jahren. Und jeder, der dieses Betriebssystem nutzt, kann einfach machen, was ich mache. Was ist das Problem mit Opera? Da kommt jetzt, okay. Das Problem ist nämlich, wenn man zum Beispiel wo steht er jetzt? Zum Vimeo geht in Ihrem Webbrowser. Ich dachte, der stand offen, aber scheinbar nicht. Und man nimmt ein Video, macht nicht. Ich nehme einfach eines. Dann ist das Problem, dass das Video nicht spielt. Fehler im Player. Der macht es nicht. Bekanntes Problem bei Opera. Und das Problem ist, wenn man zum HTML5 Testseite geht, html5test.com, dann findet man das Problem. Denn bei Videocodecs steht bei H264 Port No. Und da liegt unser Problem nämlich. Und wie können wir das lösen? Dafür werde ich Opera jetzt schließen. Opera beenden, okay. Dann habe ich hier eine Textdatei stehen. Da stehen zwei Kommandos, die findet ihr auch unter in der Beschreibung. Dann gehe ich zu Start, System und dann nehme ich den, wo steht der, ich will den besuchen, Terminal in Super User Modus, ja, gebe mein Passwort ein und bin drin. Etwas kleiner. Kopieren. Einfügen. Und das hat er schon gemacht. Die Datei, die wir geholt haben, müssen wir jetzt noch entpacken. Einfügen. Und er hat libfmpeg.so ausgepackt. Erst hat er ihn runtergeladen und dann hat er ihn ausgepackt. Und das kommt von github.com. Jetzt kann ich diesen Terminal schließen und öffne ich der Post. Gehe ich wieder zu System und da muss ich haben Dateienmanager im Super User Modus. Ich gebe wieder mein Passwort ein. Okay. Gibt er mir eine Warnung, dass es gefährlich ist, aber das interessiert mich nicht.
Setze gleich einen Ordner vom Superuser, also den Administrator, und hier steht gleich Ampeg.zoom. Das ist unsere Datei. Und jedes Mal, wenn eine neue Version von Opera kommt, müssen wir diesen Schritt machen. Wir müssen es kopieren. Dann gehen wir hoch. Dann gehen wir zu User. Leib 64. Dann suchen wir nach Opera. Da steht er. Und hier kopieren wir die Datei hin. Eine Datei einfügen. Und dann kriege ich eine Fehlermeldung, weil die Datei existiert schon. Aber, was ist das Problem? Die Datei, die da ist, die ist nur 2,1 MB groß. Die, was ich mitbringe, ist 12,6 MB. Da sitzt der Hund begraben. Also sage ich jetzt ersetzen. Das hat er gemacht. Und jetzt mache ich das klein. Ich starte wieder Opera. Ich gehe wieder zu HTML-Test. Dauert ein Weilchen. Da ist der. Und jetzt gehen wir zum Codex H264 und jawohl, yes! Jetzt haben wir den 264. Jetzt gehe ich zu Vimeo. Schau, was passiert. Es ist unglaublich, es funktioniert. Es funktioniert. Thanks for watching. Ein anderes Video nehmen. Voilà. Problem gelöst. Problem gelöst. Also jetzt weißt ihr, wo das Problem liegt und könnt ihr es in jedes Betriebssystem lösen. Und naja, ich würde sagen, wenn das Video Ihnen gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Habt ihr Fragen, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen durch den PayPal-Link, der es unten in der Beschreibung gibt. Und dann wünsche ich Ihnen bis nächstes Mal. Ciao, ciao.